habe relativ früh gemerkt, dass die anderen schneller wachsen als ich, aber durch die Musik habe ich gelernt, dass die körperlichen Proportionen oder Eigenschaften überhaupt gar keine Rolle spielen. In der Musik sprechen alle die gleiche Sprache, egal welche Herkunft, welches Geschlecht oder welche Größe. Ich sehe Musik als eine Art Erlebnisraum. Es ist ein toller, kreativer Prozess, wo man sich mit Tönen verständigt und alles andere vergessen kann, egal ob Musiker oder Zuhörer. Hi. Hallo. Ich suche Marius. Der übt im Saal. Direkt da, die Tür rein. Super, danke. Ja, kein Problem. Die Württembergische Philharmonie Reutlingen ist ein international tätiges Sinfonieorchester mit Mitgliedern aus über 10 Nationen. Und Marius ist ein Teil davon. Vor großen Auftritten findet man ihn im Proberaum. Heute erzählt er uns in aller Ruhe von seinem musikalischen Alltag. Hi Marius. Hallo Katha, freut mich. Schön, dass du bei uns im Interview heute mitmachst. Ja, ich freue mich. Der Kollege übt hier gerade ein bisschen. Wollen wir vielleicht nicht irgendwo hin, wo es etwas ruhiger ist? Sehr gerne, wenn du eine gute Idee hast. Ich habe da was Tolles, ja. Vom Proberaum geht es direkt zur wunderschönen Stadthalle Reutlingen. Hier werden sich bestimmt 2 freie Plätze im großen Saal für über 2000 Zuschauer finden lassen. Hier ist es auf jeden Fall jetzt ruhiger und besser fürs Interview. Magst du dich unseren Zuschauern kurz vorstellen? Ja, ich bin der Marius, ich bin 36 Jahre alt, bin in Reutlingen aufgewachsen und jetzt seit Januar hier in der Württembergischen Philharmonie Reutlingen. Ich denke mal, um in so einem Orchester spielen zu dürfen, braucht man auch lange Erfahrung. Meine Familie ist ziemlich musikalisch. Mein Vater ist Gitarrist, also wurde mir die Musik sozusagen in die Wiege gelegt. Ich habe schon ganz früh mit meinem Vater angefangen, mit dem Kochlöffel Rhythmus zu schlagen. Und es hilft mir wirklich bis heute. Also ich bin da sehr sicher und dann bin ich den ganz normalen Weg über Blockflöte und Altblockflöte gegangen. Und so dann zur Oboe gekommen. Ja, genau. Wolltest du dann, also mit 14 Jahren angefangen hast, Oboe zu spielen, wolltest du schon damals Profimusiker werden oder war es damals eher ein Hobby? Also mein Vater hatte dann die Idee, dass ich ein Orchesterinstrument lerne, um einfach da auch andere Kontakte zu knüpfen außerhalb der Schule. Und ich kann mich da noch ganz genau erinnern, ich habe dann zum ersten Mal Oboe ausprobiert bei meinem damaligen Lehrer und bis heute noch Mentor. Und ich habe da sofort einen Ton rausbekommen und da war er sehr begeistert und hat gesagt, es kommt eigentlich überhaupt gar nicht vor. Und dann wusste ich sehr schnell, okay, die Oboe, das ist mein Instrument. Wie schafft man den Einstieg in so ein großes Orchester? Wird man entdeckt oder bewirbt man sich wie auf einen normalen Beruf? Ja, also wenn hier im Orchester eine Stelle frei wird, wird die meistens ausgeschrieben und dann kann jeder sich bewerben. Also auf meine Stelle haben sich, glaube ich, ungefähr 80 Leute beworben und dann wird entschieden nach Lebenslauf, wer dann zum Vorspiel eingeladen wird. Das sind dann ungefähr 20 Leute und dann ist das wie so ein Turnier, würde ich sagen. Also in der ersten Runde spielen alle 20 Leute das Gleiche vor. Das ist hinterm Vorhang, also das Orchester geht wirklich nur nach Klang, sieht die Leute nicht. Und wenn alle vorgespielt haben, entscheidet dann das Orchester, wer gut genug war, um weiterzukommen. Und dann geht es in die zweite Runde, da ist der Vorhang dann weg, also da sieht das Orchester zum ersten Mal, wer da überhaupt spielt. Und es geht dann wirklich so lang, bis einer übrig bleibt. Und hier in Reutlingen war das zum Glück ich, was ich nie für möglich gehalten hätte. Aber das freut mich natürlich sehr. Das glaube ich. Ja, vor allem in meiner Heimatstadt jetzt zu sein. Das ist sehr interessant mit dem Vorhang oder der Prozess mit dem Vorhang. Das heißt, deine Kleinwüchsigkeit hat erstmal überhaupt gar keine Rolle gespielt. Hat sie irgendwie später dann, als du ins Orchester dann wirklich aufgenommen wurdest, irgendeine Rolle gespielt?
Nein, überhaupt nicht. Also natürlich ist es für das Orchester dann interessant, wer dann da in der zweiten Runde spielt, weil man kennt die Person nicht oder man hat sie nicht gesehen, nur nach Klang. Und ich glaube schon, dass das dann was Besonderes ist, als Kleinwüchsiger da in der zweiten Runde aufzutreten. Und dann sehen die Leute, okay, der ist kleinwüchsig. Aber ich glaube, das ist sehr positiv, weil das ist was Besonderes und dann hören die Leute auch nochmal anders zu, wie bei den normalen Leuten, würde ich sagen. Hattest du da eigentlich irgendwelche Einschränkungen, also ich sag mal vom Lungenvolumen her oder so beim Oboe-Spielen oder Nein, gar also nichts? auch mit den Fingern, das war gar kein Problem. In welchem Alter wurde bei dir die Kleinwüchsigkeit festgestellt? Das wurde relativ schnell festgestellt nach der Geburt. Also durch die heutige Diagnostik, Hören, Sehen, Wachsen, ist man sich schnell im Klaren, was das ist und wie sich das Leben gestaltet. Am Anfang war ich noch normal groß, würde ich sagen. Im Kindergarten konnte ich noch gut mithalten. Aber dann habe ich natürlich schon gemerkt, dass die anderen schneller wachsen als ich. Und das bringt natürlich auch viele Herausforderungen mit sich, auch für meine Eltern, weil dann passt der Tisch in der Schule nicht, der Stuhl ist zu groß, dann muss man das klären. Dann im Sportunterricht kann ich natürlich nicht die Leistung bringen, die meine Mitschüler bringen können. Dann muss man das mit dem Sportlehrer klären. Also das hatte wirklich einige Herausforderungen für meine Eltern, aber das wurde wirklich sehr gut gemeistert. Und ich habe das Glück, dass ich eine sehr abgeschwächte Form des Kleinwuchses habe, weil normale Kleinwüchsige sind wirklich ca. 1,20 Meter groß und ich mit 1,47 Meter bin da schon in so einer Größe, wo das gar nicht so auffällt. Ich brauche keinen Autoumbau. Die müssen ihren Sitz erhöhen, ihre Pedale verlängern und ihre Wohnung ganz anders gestalten, das ich zum Glück nicht machen muss. Das heißt, deine Eltern sind nicht kleinwüchsig? Nein, also meine Eltern sind ganz normal groß, auch sehr groß. Und das ist jetzt das erste Mal auch, dass das in meiner Familie vorkommt. Also ich habe noch einen Zwillingsbruder. Wir sind eineige Zwillinge, der ist auch kleinwüchsig. Okay. Wie kommst du mit dem Kleinwuchs zurecht heute? Oder wie bist du früher auch damit zurechtgekommen? Ich bin eigentlich, muss ich sagen, sehr gut damit klargekommen. Einen großen Anteil haben meine Eltern gespielt, weil die mich ganz normal behandelt haben und mein Umfeld mich auch so akzeptiert hat, wie ich bin. Das große Glück war wirklich, dass ich einen Zwillingsbruder habe, weil wir vieles gemeinsam gemacht haben. Natürlich gab es auch in einer gewissen Weise Mobbing, aber das ist ja normal. Wenn jemand anders ist, dann gehört es einfach dazu. Aber ich habe mir da ein dickes Fell angeeignet und deswegen habe ich da überhaupt keine Probleme damit. Wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dann nehmen die das zum Beispiel überhaupt nicht wahr. Ich nehme das selber schon noch wahr. Manche Erwachsene gucken dann, aber weil das einfach nicht alltäglich ist, dieser Kleinwuchs. Es gibt 100.000 Kleinwüchsige in Deutschland. Und wenn dann so jemand in Reutlingen unterwegs ist, dann ist das was Besonderes. Und auch zum Beispiel Kinder, für die ist das ganz neu. Deren Eltern sind normal groß. Und wenn die dann einen Kleinwüchsigen sehen, ist es für die ja wie ein Erwachsener im Körper eines Kindes. Marius' Leidenschaft für klassische Musik hat sehr früh im Kindesalter begonnen. Für ihn war es immer etwas Besonderes, wie nach Hause kommen. Er wusste, dass der Weg zum Berufsmusiker schwer ist, vor allem wegen der begrenzten Stellen und der hohen Konkurrenz. Davon hat er sich aber nicht entmutigen lassen. Während andere Kinder Fußball spielten, hat er zu Hause geübt und großen Spaß daran gehabt. Diese Einstellung hat ihn weit gebracht. Aus zahlreichen Bewerbungen auf die Oboistenstelle in der Württembergischen Philharmonie Reutlingen wurde er ausgewählt und kann heute das Leben als Berufsmusiker genießen. Hätte er es nicht geschafft, wäre er heute vielleicht im Medizinbereich tätig. Du hast ja vorhin erwähnt, dass du auch ein paar Jahre außerhalb von Reutlingen gewohnt hast. Wie kam es dann wieder, dass du zurückgekommen bist? Ja, ich war 17 Jahre weg aus Reutlingen. Ich bin mit 18 zum Studieren nach Stuttgart gezogen
habe dann bei der Koryphäe für Oboe glücklicherweise studiert und bin dann über Saarbrücken und Würzburg, da habe ich mein Studium dann beendet, nach Kaiserslautern gekommen. Da hatte ich meine erste Stelle mit 28, was eigentlich sehr spät ist, aber ich habe den Traum nie aufgegeben. Da war ich dann 2 Jahre und bin dann über Thüringen wieder nach Reutlingen gekommen. Wow. Was wirklich purer Zufall ist. Gut rumgekommen. Ja, sehr. Durch die Musik kommt man wirklich sehr viel rum. Also, Wie genau hieß dein Studienfach? Also studiert man da Musik Richtung Oboe oder? ja, ich habe wirklich nur Oboe studiert. Okay. Ich habe insgesamt 10 Jahre studiert, hatte 5 verschiedene Professoren und klar musste ich am Anfang ein bisschen Theorie lernen, Musiktheorie oder Musikgeschichte, was natürlich auch sehr interessant ist. Spielst du noch andere Instrumente außer Oboe? Ich spiele noch Englischhorn, das ist aber auch ein Instrument der Oboenfamilie. Und wenn Marco nachher ein bisschen im Konzert filmt, habt ihr die Möglichkeit, das zu sehen, weil ich heute auch im Konzert beide Instrumente spiele. Ah, wie kann ich mir den Alltag als Berufsmusiker vorstellen? Wir proben eigentlich jede Woche im Orchester und haben auch Konzerte. Je nach Projekt gibt es dann mal mehr Proben, mal weniger Proben, mal mehr Konzerte. Wir fahren auch manchmal mit dem Bus. Nächste Woche nach Ansbach zum Beispiel. Wir waren auch schon in Zürich oder in Amsterdam. Meine Hauptaufgabe ist eigentlich, die Stücke, die anstehen, zu Hause so vorzubereiten, dass ich dann in die erste Probe komme und der Dirigent die einzelnen Stimmen dann sozusagen zu einem großen Ganzen zusammensetzt. Das heißt, du probst hauptsächlich daheim, für dich alleine und erst wenn du es dann schon fast perfekt kannst, kommt man dann hier zusammen in der Orchesterprobe. Genau, wir haben eine Jahresübersicht, also ich weiß genau, was wir wann spielen und je nach Schwierigkeit des Stückes nehme ich mir dann eine gewisse Zeit davor, um das zu proben, für mich allein zu Hause, um dann wirklich in den Proben so gut vorbereitet zu sein, dass das dann gut sitzt. Mhm. Ja. Was sagen deine Nachbarn dazu? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte eigentlich, muss ich sagen, immer Glück mit meinen Nachbarn. Ich bin schon ein paar Mal umgezogen, auch durch die vielen Studienorte. Und ich habe dann meistens immer bei den Nachbarn geklingelt, habe gesagt, hey, ich bin der Neue, ich bin Musiker, ich würde auch gern zu Hause üben und wenn es mal stört, klingeln Sie einfach. Aber bisher hat noch niemand geklingelt. Okay. Die haben eigentlich immer gesagt, Mensch, wir finden es so schön, wenn Sie musizieren und das ist auch was Tolles, finde ich. Vor allem, wenn du spielst, dann klingt es ja auch gut. So. Ja, ich glaube, Oboe ja. ist was Schönes. Ich weiß nicht, wenn jemand Schlagzeug übt, hat das schon... Das ist halt lauter, ja. Das ist schon lauter, ja. Kannst du überhaupt noch sagen, wie viele Konzerte du schon gespielt hast in deiner Laufbahn? Nein, also es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele. Ja. Hast du da noch Lampenfieber oder ist es schon normal? Ich sehe das eigentlich so, ohne Lampenfieber keine Leistung. Das macht ja auch den Reiz aus. Wir spielen live vor, hier passen 1300 Leute rein und dann gehört auch eine gewisse Aufregung eigentlich dazu. Dann vielen Dank fürs Interview, Marius. Sehr gerne. Und viel Erfolg weiter natürlich bei deiner Karriere. Danke, ich freue mich. Das Konzert war richtig super, ich kann es euch nur empfehlen. Falls ihr noch Fragen habt an Marius, schreibt es uns in die Kommentare, lasst ein Like da, ein Abo und aktiviert die Klingel. Eure Katharina vom Team Zeitmensch-Doku. Sie sind ein außergewöhnlicher Mensch oder Sie kennen außergewöhnliche Menschen? Dann schreiben Sie uns an zeitmenschdoku@gmx.de. Und wenn Ihnen unsere Dokumentation gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und vergessen Sie nicht, diesen Kanal zu abonnieren.